Herzlich willkommen, mein Name ist Florian und ich werde euch heute die Funktionen und Vorteile von VIA Monitor vorstellen. VIA Monitor ist Teil des VIA Cockpits und hier erlangen wir quasi Transparenz über unseren Maschinenstatus. Der Maschinenstatus wird visualisiert. Ich bin hier bereits in der ersten Visualisierungslösung, das ist nämlich das Gantt-Diagramm. Wir haben aber noch zwei weitere, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, das Kuchendiagramm und das Balkendiagramm. Grundsätzlich ist es so, wir können hier oben einen Zeitintervall auswählen, währenddessen wir uns unseren Status der Maschine anschauen möchten. Hier drunter sehen wir nun die Legende. Jeder dieser Farben entsteht quasi hinter oder steht hinter einem Status unserer Maschine. Wir sehen dann hier drunter jetzt die Darstellung im Gantt-Diagramm, beispielsweise hier für 2 Tage. Sofern ich jetzt hier jeden Status anwähle, sehe ich diese blaue Box, die mir sagt, auch nochmal, wenn ich nicht ganz im Kopf habe, welchen Status das betrifft, um welchen Status es sich hier handelt und von wann bis wann dieser an meiner Maschine aufgetreten ist. Des Weiteren ist es hier auch möglich zu zoomen. Ich führe das mal vor. Einfach mit der Maus reinklicken und etwas entlangziehen und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auch ganz genau im Detail einen Status nach dem anderen zu betrachten. Des Weiteren ist dann auch hier unten möglich, entsprechend in der Zeit vor und zurück zu springen. Wir können da mal beispielsweise zu 15 Uhr gehen und so wären wir dann hier beim Start bei 15 Uhr. Wollen wir den Zoom zurücksetzen, einfach hier auf Zoom zurücksetzen, klicken und dann wäre das bereits erledigt. Die zweite Visualisierungslösung ist unser Kuchendiagramm, hier abgebildet. Das Kuchendiagramm ist vor allem vorteilhaft oder gedacht, wenn Sie einen längeren Zeitraum Ihrer Maschine quasi betrachten wollen, zum Beispiel eine ganze Woche oder ein ganzer Monat. Denn der Vorteil hier ist, wir sehen das, es werden die Maschinenstati einmal als absoluter Totalwert alle addiert und dann auch ins prozentuale Verhältnis gesetzt. So haben Sie ganz schnell einen Überblick, wie viel Prozent Ihrer Zeit sozusagen die Maschine produziert hat, wie viele Ihrer Zeit die Maschine gestanden ist, wie viel Ihrer Zeit die Maschine vielleicht im Leerlauf ist und dahingehend haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich entsprechend zu optimieren, beispielsweise Leerlaufzeiten zu reduzieren und insgesamt auch vielleicht die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen, indem Sie auch die Maschinenstillstände reduzieren. Das Gute hier an diesem Diagramm ist auch, ich kann einzelne Maschinenstati ausblenden. Ich kann das mal hier vorführen. Nehme mal den Rüstbetrieb auch noch weg und dann hätte ich hier das auch nochmal im Verhältnis sozusagen gesehen und in groß. Und dann kann ich hier ganz individuell damit arbeiten. Also ich kann sie auch jederzeit die Stati wieder einblenden. Als letztes haben wir das Balkendiagramm. Das Balkendiagramm arbeitet ähnlich wie auch das Kuchendiagramm. Also wir haben hier summierte totale Werte in Stunden und Minuten für den einzelnen Status und natürlich dann auch wieder im prozentualen Verhältnis. Wie wir es jetzt hier sehen, das entspricht jetzt jedem einzelnen Tag, also in Summe sozusagen, und da leitet sich dann auch schon ab, quasi der Vorteil dieser Visualisierungsmöglichkeit. Wir können hier einzelne Tage schön untereinander vergleichen. So wie wir es hier sehen, hatten wir beispielsweise an diesem Tag, man sieht schon rein optisch, ohne Zahlenwerte oder auch prozentuale Werte zu kennen, einen viel größeren Anteil an produzierter Zeit im Gegensatz hier zu der Wartungszeit an diesem anderen Tag. Und so kann ich ganz einfach entlang gehen und entsprechend mir die gleichen Funktionen, wie wir sie auch im Kuchendiagramm gerade gesehen haben, anwenden. Also beispielsweise einen Status ausblenden oder auch wieder entsprechend einblenden. Des Weiteren ist hier auch die Möglichkeit gegeben, im Gantt-Diagramm Details zu meinem Maschinenstatus zu erfahren. Ganz einfach und unkompliziert. Beispielsweise zu dieser Maschinenstörung. Ich zoome zu der Störung, klicke auf den Status und lande direkt in der nächsten VIA Cockpit-Funktion, nämlich VIA Notify, und sehe hier die entsprechende Fehlermeldung, die zu diesem Zeitpunkt aufgetreten ist. Gegebenenfalls könnte ich jetzt auch wie hier abgebildet eine Serviceanfrage entsprechend senden. Gleiches Verfahren geht auch übrigens für Aufträge. Da können wir einfach hier den nächsten nehmen. Ich klicke auf den Auftragsstatus und nun hätte ich hier, wenn ich mit den Aufträgen arbeite, entsprechend den Auftrag zu meinem Status zugeordnet und könnte die Details einblicken. Das verleiht mir den Vorteil, ebenfalls wieder schnell meine Aufträge in dessen Fortschritt sozusagen zu verfolgen und gegebenenfalls meinem Kunden ein schnelles Feedback über den Auftragsfortschritt zu liefern.